Guten Morgen, meine Lieben. Ich mache heute mit euch eine kleine Mini-Studio-Tour, bevor ich mich ans Werk mache. Ich bin ja gerade hier im Hintergrund, sieht man, was aus einer Vorzeichnung geworden ist. Das da oben sind die fertigen Frühlingsbilder. Die habe ich noch gar nicht veröffentlicht, aber die müssen noch schön fotografiert werden, schön ausgeleuchtet und dann bekommt ihr die zu sehen. Und ich habe da auch noch ein klitzekleines Paint-Along, wenn ich mich nicht täusche. Gut, heute beginne ich mit meinen Hirschen. Ich nehme euch mal mit. Dieser hier hat schon eine grauenvolle Phase des In-Between. Naja, ihr wisst ja, in der Mitte schaut es immer grauslich aus. Hoffen wir das Beste. Ja, hier habe ich meine Ölfarben, habe ich ein bisschen sortiert. Ich bin super stolz auf mich. Wahnsinn, oder? Hier bin ich bei meinem zweiten Hirschen. Man sieht ein bisschen noch die Vorzeichnung. Ja, das ist der Nachteil, wenn man zuerst die Vorzeichnung macht und nachher wild drüber geht, weil das ist einfach, so bin ich eben, bei mir wird das dann immer ziemlich wild, bevor ich dann wieder ein bisschen Ordnung reinbringe. Das liebe ich halt am gegenständlichen Malen auch. Man kann das schön verbinden. Ich lebe mich einfach gerne aus mit den Farben, lasse das fließen und laufen und habe auch Collage-Elemente dabei und so weiter. Ja, und dann kann man immer noch Details draufmalen. Aber das dauert noch. Ich hoffe mal, dass heute es ordentlich weitergeht mit dem ersten Hirschen. Und hier zeige ich euch jetzt noch mein aktuelles Bild mit der Schlangenhaut. Da ist eine. Hier ist was. Und die andere sieht man leider nicht mehr gut. Ich werde da auch noch mehr anbringen müssen, fürchte ich. Also was heißt fürchte ich? Das werde ich einfach tun. Weil das ist einfach so bei mir. Ich arbeite, meine Bilder, die sind einfach sehr, sehr vielschichtig, damit sie mehrdimensional wirken. Und dann bleibt da halt manchmal leider das nicht mehr, dass man das noch sehen kann. Ist aber nicht so schlimm, ich habe Gott sei Dank noch. Und dann werde ich da einfach noch was drauf geben. Aber ich male immer an mehreren Bildern gleichzeitig, weil die trocknen so langsam, weil ich da so viel nass in nass male. Und das braucht einfach zum Trocknen und deswegen gibt es bei mir immer mehrere Bilder parallel. Also das da ist auch noch sehr im Werden. Also nicht von dem, was ihr da jetzt seht, auf das schließen, was da noch kommt. Ich male ja mit diesen Aquarellikfarben, wie ihr wisst. Die liebe ich echt. Die sind so super, die fließen so ineinander. Und diese da, die mische ich mir dann immer dazu. Das sind die Kreidefarben von Aquarellik. Ich mache schon wieder Werbung, aber was soll man machen? Die sind einfach wirklich so toll. Ich finde auch, dieser Verschluss ist einfach, da haben sie sich echt was gedacht dabei, weil das trocknet einfach nicht aus. Das ist super, weil diese Tuben, das ist schon nervig. Die sind spitze. Super Idee gewesen. Jedenfalls diese Kreidefarben, da bin ich echt neugierig, die sollen ja mit Encaustic auch super funktionieren. Und ich bin ja ein Encaustic-Fan. Ich nehme euch mal mit hier in mein Encaustic-Lager. Das ist Malen mit Bienenwachs. Da, schaut mal hier, das sind alles Encaustic-Farben. Oh my goodness. Oh, da unten geht's weiter. Ja, jetzt wird dann das Wetter schön. Und dann darf ich das auch wieder machen, weil ja, das hat doch einen ziemlichen Geruch. Das ist nicht so gut im Winter. Das ist mehr für mich die Sommerfarbe, weil die einzige Lüftung, die ich nämlich habe, ist die Balkontür. Und deswegen ist das einfach Summer Painting. Aber diese Kreidefarben, die sollen wie gesagt auch kompatibel sein mit der Encaustic. Und da bin ich wirklich schon wirklich gespannt. Ja, ihr werdet dabei sein. Ein kleines Überraschungskräutlein habe ich auch noch. Das da. Schreibt mir mal in die Kommentare, wenn jemand weiß, was das ist. Keine Sorge, ich werde es euch natürlich verraten. Aber das wird Teil meiner Hirschenbilder und dann erzähle ich euch da was dazu. Ich freue mich, wenn ihr dabei seid. Bis bald!